Diese Chilischoten bestechen durch ihr intensives, süßlich-fruchtiges Aroma, das an Backpflaumen erinnert. Und mit ihrer milden Schärfe und ihrem rauchig-würzigen Geschmack werden wir unserem Chimichurri eine unverwechselbare Note geben und es aufs nächste Level katapultieren. Sobald du die Samen entfernt hast, wirf die Hälfte eines Ancho Chilis in lauwarmes Wasser und lass ihn für 10 bis 15 Minuten ziehen. Für Chimichurri wird normalerweise glatte Petersilie verwendet, da ihr Geschmack intensiver ist. In diesem Rezept mische ich jedoch glatte und krause Petersilie im 50-50-Verhältnis, um das Aroma der außergewöhnlichen Zutaten besser zur Geltung zu bringen. Ich hacke also 25 Gramm krause und 25 Gramm glatte Petersilie klein und wie jeder weiß, darf in Chimichurri eine ordentliche Menge Knoblauch nicht fehlen. Wie viel? Mindestens eine Knoblauchzehe pro 10 Gramm Petersilie. Aber wenn du ein Knoblauchfreak bist, gibt es keine Grenzen. Hau einfach rein, was geht. Und da der Ancho Chili nicht besonders scharf ist und ich mir eine mexikanische Chimichurri-Variation unbedingt mit mehr Feuer vorstelle, kommt bei mir noch ein Jalapeño dazu. Der sorgt nicht nur für die gewünschte Schärfe, sondern bringt auch eine knackige Frische ins Chimichurri rein, die ich einfach liebe. Wie scharf du es magst, liegt natürlich ganz bei dir. Lass das Kerngehäuse drin für mehr Power oder entferne es, wenn du es milder willst. Als nächstes würze ich kräftig mit Salz und Pfeffer und füge etwa einen Esslöffel Oregano hinzu. Dann wandert alles in den Mörser, aber zuvor nehme ich den Ancho Chili aus dem Wasser und zerkleinere ihn mit den Fingern. Ein bisschen Koriander darf auch nicht fehlen, aber nicht zu viel, damit das Petersilie-Aroma im Vordergrund bleibt. 10 Gramm reichen völlig aus. Traditionell wird für Chimichurri Rotweinessig und geschmacksneutrales Öl im Verhältnis 1:3 verwendet. Für dieses Rezept greife ich lieber zu Apfelessig und Olivenöl. Hier habe ich 60 ml Apfelessig und 180 ml Olivenöl genommen. Jetzt kannst du alles schön im Mörser bearbeiten, bis du eine rustikale Konsistenz erhältst. Wenn du Zeit hast, bereite dein Chimichurri einen Tag im Voraus zu. So können sich die Aromen perfekt verbinden und der Geschmack wird deutlich intensiver.